Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Sommerpause wurde jetzt kurz unterbrochen, weil ich ein bisschen Zeit habe, um den ersten Teil des Urlaubsvlogs zu machen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie zufrieden ich mit dem Resultat bin, aber es ist ja auch das erste Mal, dass ich sowas mache. Meine ersten Schleichvideos oder das erste Trick-Timmy waren niveautechnisch ja auch ganz woanders als meine jetzigen Videos. Ich weiß auch noch nicht, wie das die nächsten Wochen mit Videos aussieht. Vielleicht bekommt ihr nächste Woche noch eins, vielleicht auch erst wieder im September. Das hängt sehr davon ab, wie viel ich in den 2 Tagen, die ich jetzt zu Hause bin, schaffe. Ja, das war es jetzt auch schon so weit mit Infos und ja, dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, wo waren wir denn überhaupt? Wir waren in der Picardie in Nordfrankreich, beziehungsweise unser Haus war da. Wir waren teilweise auch an Orten, die streng genommen nicht mehr zur Picardie zählen, beispielsweise Equine Plage. Aber ich nenne den Vlog jetzt trotzdem Picardie, weil es halt einfacher. Ja, am ersten Tag wollten wir eigentlich mit den Hunden erstmal an den Strand, aber Frankreich war so, nö. Am ersten Strand waren keine Hunde erlaubt, am zweiten auch nicht. Und am Ende landen wir auf so einem Feldstreifen vor Equine Plage. Ja, ich fand zu dem Zeitpunkt eigentlich voll doof, weil es halt viel zu laut, eng und ungemütlich war. Der Strand war auch total zugemüllt. Wir sind trotzdem erst mal baden gegangen, weil was willst du denn machen? Jetzt ist er weg, ne? So ein Penner. Jetzt filmst Ja, und dann gab es erstmal Essen, außer für die Hunde halt. Wird mutiger. aber ratlos. Er hat immerhin das perfekte Sonnenloch zum Baden abgeschafft. Das stimmt. Ja, aber wie sauber. Die geht so flach und dann fällt steil ab. Das heißt, der Lappen, wenn die Hochwasserscheidewelle erreicht ist, geht es erstmal wieder schneller und dann geht es wieder flacher. Und andersrum auch. Geht dann Lecker? Timmy wird schon schlapp.
dann war da so ein Brunnen. Vielleicht auch irgendein altes Bunkerteil. Wir haben eigentlich so eine fancy Flasche mit so einem Napf als Deckel zum Trinken für die Hundis. Aber die hatten wir natürlich im Ferienhaus vergessen, also mussten die Armen aus den Bächen am Strand trinken. Hat die jetzt aber nicht so gejuckt, die sind da jetzt nicht so wählerisch. Der Kies zwischen den Felsen war übrigens gar kein Kies, sondern Muschelschalen. Aber leider waren die meisten kaputt. Es lohnte sich also jetzt nicht wirklich, die als Souvenir mitzunehmen. Erlaubnis oder selten? Ja, wir werden es ja beruflich ja auch. Hummel wurde dann erstmal eingegraben und bevor irgendein Tierschützer sich Sorgen macht, er hätte aufstehen können. Timmy haben wir davor versucht einzugraben, aber der hatte keine Lust und ist dann halt weggegangen. Hummel interessiert es halt for some reason nicht, wenn man ihn eingräbt oder ihm Handtücher oder Decken auf den Kopf wirft. Der kuschelt sich dann einfach ein und chillt da. Soll ich dir helfen? Ja, okay. Timmy hatte mehr Schwierigkeiten. Okay, also er hätte jederzeit aussteigen können, wenn es ihm nicht gefallen hätte. Ja. Hallo. Ja, eure Frist. Ja. Wenn man die Schuhe aussieht, geht das ohne große Probleme, würde ich sagen. Und dann kam da so ein Hubschrauber vorbei. Hubschrauber und Schiffe hat man eine ganze Menge gesehen, weil die Küste am Ärmelkanal liegt und da halt nicht nur Containerschiffe langfahren, sondern auch so eine Organisation, die sich um die Sicherheit des Schiffsverkehrs kümmert. Die Marine, ist ja immer die EU-Außengrenze, die Küstenwache und die Notseerettung und die Gendarmerie starkst auch ganz oft durch die Dünen. Weiß eigentlich irgendwer, was die da machen? Die sind immer so durch Dünen gelatscht und standen da so auf Bunkern rum und haben sich dann den Strand angeschaut. Und wir haben uns halt gefragt, was genau die da eigentlich machen. Und was das da ist, wissen wir nicht. Ich finde, es hat so Ähnlichkeiten mit so einem Anker, aber es war wahrscheinlich wieder mal so ein altes Bunkerteil. Ja, davon gibt es an der Küste da echt richtig viele. Und das war dann derselbe Strand kurze Zeit später. Wir sind während absolutem Hochwasser angekommen. Und als wir dann auf dem Rückweg waren, war halt plötzlich diese Sandbank da, weil die Ebbe eingesetzt hat. Ja, das war Tag 1. Am Ende war es dann doch ganz okay, aber wir haben trotzdem beschlossen, dass wir am nächsten Tag wandern wollen, auch weil es zum am Strand rumgammeln halt auch nicht wirklich warm genug war. An Tag 2 sind wir dann zum Kap Grimé gewandert. Das war der Tag mit dem schlechtesten Wetter vom letzten Tag mal abgesehen.
Ja, wir hatten an dem Tag nur Hummel dabei, weil Timmy vom Felsenklettern am Vortag noch K.O. war. Hinseverswal oberhalb vom Strand, wo es super schön war und super windig. Und da waren dann eine Menge Bunker, aber in den da sind wir jetzt nicht reingegangen, weil der halt voll mit Schutt war. Und da mussten wir die Linse mit so einem Mikrofasertuch reinigen, weil die Hunde die ständig angesaut haben mit ihren nassen Näschen. Und da mussten wir einmal durchs hohe Gras, weil wir zu so einem Bunker wollten, dessen Eingang so ein bisschen zugewachsen war. Man konnte da so reingehen. Nils ist da auch drin und hat ein Foto gemacht, aber er war leer und jetzt auch nicht so groß. Der hatte so eine runde Form, deswegen glauben wir, dass der so ein Lager oder sowas in der Art gewesen ist. Und wie ist da irgendwas? Ist hier einfach um eine Halle. Da steht Wasser drin, ja? Ja. Vielleicht haben die da irgendwas. Also, du, der ist zugewachsen, der Eingang ist das nicht. Der ist zugewachsen, der Eingang ist das nicht. Wahrscheinlich war der mal frei. Aber die haben sich auch mal reingegraben. Ja. Wo sind die Blumen? Hallo? Ja, und ganz da hinten war ein Bunker mit einem riesigen Geschütz aus dem Zweiten Weltkrieg. Den kann man sich eigentlich anschauen und das wollten wir auf dem Rückweg dann auch machen, aber es hat dann angefangen zu regnen. Und dann hatten wir doch keinen Bock mehr, weil das halt ein Umweg gewesen wäre. Wir sind dann runter an den Strand und so ein Stück am Strand lang gelaufen, der voll mit Felsen, Steinen und Bunkerruinen war. Ich fand, das hatte aber schon wieder fast was Schönes.
Gummi, komm mal hier runter. Komm. Komm mal da runter. Und das war dann der Strandaufgang. Der war auf der Karte als Weg eingezeichnet, Leute. Ja, aber, also es war vieles, aber es war ganz sicher kein Weg. Daran konnte auch die Leiter, die da jemand mit Down an den Felsrand gebunden hat, nichts ändern. Und dann kam da so ein Schiff von dieser Ärmelkanal-Schifffahrtsüberwachungsorganisation vorbei. So heißt sie nicht wirklich. Ich habe vergessen, wie die heißt. Da hinten links die Flugabwehrkanone. Dann hast du Ich will eine Flugabwehr. Die Tricolor habe ich auch erkannt. und schwarzer Rum. Nationalfahne. Naja, das kann aber auch einfach nur ein Streifen sein. Nee, das ist das, was die Plakate haben. Ja.
schon wild hier. Und da ist halt der Weg ins Meer gestürzt, weil die Klippe unterspült wurde. Und da konnte man dann einen Seehund sehen. Ja, um das Kap herum gab es dann auch ganz viele Infotafeln, weil da überall Überreste vom Atlantikwall und noch älteren Festungen rumstehen. Okay. Taub? Wir sind dann durchs Inland zurück und haben da einfach den größten Regenwurm der Welt gesehen. Ich meine, schaut euch das Vieh doch mal an. Ja, und dann hat es angefangen zu regnen und wir standen dann im Regen auf einem random Feldweg irgendwo in der Einöde. Und es war halt so kacke, dass wir zurück zum Meer sind und uns dort an den Strand gepflanzt haben, um den restlichen Proviant aufzuessen. Und das war dann Tag 2, wir sind dann noch zurück zum Auto gelaufen, aber das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil es halt genau derselbe Weg wie am Anfang war.
Ja, eigentlich eine echt wunderschöne Wanderung, allerdings teilweise ganz schön zäh und ja, leider war das Wetter ja auch jetzt wirklich nicht so toll. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video, bis auf die Outtakes halt. Ich weiß, es war sehr lang, aber ich hatte einfach unglaublich viel auf der Wanderung gefilmt und ich wollte den Tag nicht auf 2 Teile aufteilen. Deswegen halte ich das Outro jetzt aber auch kurz. Lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal. Wir waren in der Picardie in Nordfrankreich, beziehungsweise unser Haus war da. Wir waren teilweise auch an Orten, die ganz streng genommen nicht mehr zur Picardie zählen. Zum Beispiel, scheiße, ich habe vergessen, wie spricht man das denn jetzt korrekt aus? Okay. Fuck. Das war ja viel zu laut. Und dann gab es erstmal Essen. Okay, stopp nochmal. Ja, und dann gab es ja... Ich mag meine Tonlage nicht. Ich glaube, ich übertreibe, aber egal. Vielleicht kann man das nutzen. Sag mal, was hast denn dir dabei gedacht? Was soll denn das? Leute. Und dann da. Was kann ich eigentlich? Und da waren... Ach, und da waren dann...